Um Visual Studio Code herunterzuladen, klick auf code.visualstudio.com. Auf der Webseite kannst du Visual Studio Code runterladen. Wenn du auf Windows arbeitest oder auf Linux arbeitest oder auch auf macOS arbeitest, wird hier der Download-Button anders ausschauen. Du kannst aber auch auf Other Platforms klicken und dort kannst du dir die anderen Versionen von Visual Studio Code herunterladen, falls die Plattform nicht erkannt wird. Wir laden es herunter. Das habe ich jetzt in dem Fall schon gemacht. Wir wollen ein Desktop-Icon und installieren es. Nach der Installation können wir Visual Studio Code gleich direkt starten. Unter Extensions suchen wir nach MAUI. Und hier finden wir schon das erste Plugin, .NET MAUI Extend C# DevKit with Tools, bla 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 bla. Bedeutet so viel wie .NET MAUI basiert auf dem DevKit-Plugin. Wenn ich MAUI jetzt installiere, wird auch DevKit installiert. Ist die Installation vollständig, müssen wir uns mit dem Account zu C# DevKit anmelden. Das heißt, ich klicke hier auf Connect und melde mich an. Nachdem wir uns angemeldet haben, müssen wir das .NET Environment aufsetzen. Das ist im Endeffekt, wir brauchen .NET, um mit MAUI zu programmieren. Das heißt, wir gehen in unseren Browser unseres Vertrauens und geben folgende URL ein und laden uns .NET in der aktuellsten Version herunter. Für mich ist das noch .NET 8.0, aber zum Erscheinen des Videos ist wahrscheinlich schon .NET 9 draußen. Wir laden uns das SDK herunter, das habe ich auch schon gemacht. Nach der Installation können wir wieder auf Visual Studio Code wechseln, haken es ab und jetzt brauchen wir das .NET MAUI Environment. Im Endeffekt brauchen wir hier einfach nur eine Konsole und geben den Befehl ja, .NET Workload Install MAUI ein. Wenn die Installation abgeschlossen ist, können wir auch gleich mit der neuen MAUI-App beginnen. Das heißt, wir klicken hier auf Create New MAUI App, New Project. Und jetzt können wir hier auswählen .NET MAUI App, Blazor oder Classic Library. Wir beschränken uns jetzt für den ersten Teil auf die MAUI App. Wir vertrauen der Arbeitsumgebung und schon sind wir in unserer MAUI App. Zum Starten drücken wir einfach F5 und wir werden feststellen, dass die Android-Licenses noch nicht akzeptiert sind. Diese akzeptieren wir. Und jetzt sehen wir schon Insufficient Privileges. Wir müssen das ganze Ding als Administrator starten. So, ich habe Visual Studio Code als Administrator gestartet. Jetzt versuchen wir es nochmal. Und jetzt akzeptieren wir die Lizenzen. Hm, wenn nämlich List. Um mit Rider oder Visual Studio Code für Android zu entwickeln, müssen wir Android Studio herunterladen. Dazu gehen wir auf developer.android.com/studio und laden uns Android Studio herunter. Wir akzeptieren die AGBs und laden es herunter. Nach der Installation haben wir einen Willkommensbildschirm von Android Studio. Nun klicken wir auf More Actions und Virtual Device Manager. Create a Virtual Device. Wir nehmen ein
Pixel 7a. Und dann laden wir uns ein Betriebssystem herunter. Ich würde jetzt mal sagen Upside Down Cake. API Level 34, das laden wir uns herunter. Nach der Installation klicken wir einfach nur noch auf Finish. Jetzt können wir unser Device konfigurieren. Finish. Jetzt haben wir ein Pixel 7a API 34. Um im Visual Studio Code einen Emulator nun zu benutzen, öffnen wir Android Studio, klicken auf More Actions und auf Virtual Device Manager. Hier starten wir nun unseren Emulator. Zurück im Visual Studio öffnen wir oben in unserer Action Bar mit einem spitzen Pfeil, Pick Android Device aus und nun haben wir hier das Pixel 7a API 34 zum Auswählen. Und mit F5 starten wir das Programm. Und nun startet die App auch auf unserem Android-Device.